Und dann habe ich gedacht, okay, was in der besten aller Welten, was würde ich machen wollen? Und dann habe ich mich so hingesetzt und gesagt, okay, ich möchte kochen, keinesfalls jeden Tag, aber ich reise so gern. Am liebsten würde ich nur für Künstler kochen, weil ich mir gedacht habe, das sind noch die lustigsten oder die mir am ähnlichsten sind. Dann hätte ich gern ganz viel freie Zeit, also so, was man halt so herumfantasiert, wenn man klein ist. Als Künstler halt so hat. Ne? War eher alles ein Blödsinn. Und dann habe ich gedacht, hey, welche Künstler treffen sich im Rudel? Das sind nicht die Schriftsteller, sind nicht die Maler, die Schauspieler. Ich hatte keine Ahnung vom Film. Ich dachte, das sind 50 Schauspieler, ein Regisseur, ein Kameramann, das war's. Und dann dachte ich, ey, ich mache Filmcatering. Die brauchen doch eine Köchin, wenn sie Ben Hur in der Wüste treten. Ich wusste nicht, dass sie nicht in der Wüste drehen. Ja, ich dachte, das ist alles Babelsberg. Ich war so naiv, dass ich wirklich gedacht habe, wenn ich da irgendwie das große Meer und die Seeschlachten sind, dann fahren die da auf eine Schatzinsel und drehen die dort. Sag ich, ey, das ist genau das, was ich will, Abenteuer. So habe ich angefangen. Dann habe ich gedacht, okay, ich habe keine Knete. Dann brauche ich ja eine wüstentaugliche und eine richtige Küche, eine mobile Küche, die irgendwie die Alpen überqueren kann. Und was machst du, wenn du kein Geld hast? Ja, also, und dann kam mir der Zufall und die Geschichte sprang mir bei, denn die Mauer ist gefallen. Und dann dachte ich, hey, die NVA muss so eine Küche haben. Und dann habe ich die Auskunft angerufen und gesagt, können Sie mich mit der Kfz-Stelle von der NVA verbinden? Die in Strausberg, sage ich, ja, ist das die? Ja. Ja, dann hatte ich einen Unteroffizier an der Leine und sagte dann, sagen Sie, ja, Tag, Wiener, haben Sie eine mobile Küche? Und sagt er, schweigen. Ja, eine. Damit ging's los. Das ist meine. Und dann habe ich gesagt, ja, das ist meine. Ich hatte die noch nicht mal gesehen. Ne? Was wollen Sie denn haben? Sagt er, 25.000 Mark. Da sage ich, 25.000 Mark. Ich hatte ja nicht mal 1.000 Mark. Ja. Dann habe ich ihn runtergehandelt. Das ist auch so super. Ich habe gesagt, hören Sie mal, ich bin ein junges Mädel, ich habe keine Knete, ich komme aus der Sozialhilfe. Sie können mir doch nicht die Zukunft verbauen. Na, was wollen Sie denn zahlen? 5.000. Dann habe ich die Küche gekauft für am Ende, glaube ich, 2.500 Euro. Mark. Also Mark. Damals, ne? Ja. Und ich habe aber ich habe einen Sehfehler und kann nicht mal einen LKW fahren. Und dann habe ich einen Freund aus dem Osten gefragt, ob er das, weil der hat gesagt, das ist ein W50. Ich wusste nicht, was ein W50 ist. Und dann sind wir nach Strausberg dahin gefahren und der W50, das war halt so ein Riesenteil, 10 Tonner mit zweiachsigen Anhänger, ABC-sicher, mit Niedrigdruckreifen, wo du 12 Mal reinschießen kannst. Ich fand das super mit Differential und Allradsperre. Und dann habe ich mit einer Schießscharte bei dem Beifahrersitz, ne? Und dann hat mich DiCaprio dann kopiert, weil ich war diejenige, die dann bei der Rückfahrt draußen stand und gesagt, ich bin die Königin der Welt. Ja, und dann dachte ich so einfach, das ist der Anfang gewesen. Und dann kam das Erwachen. Ich habe nämlich nicht überlegt, wie eine Küche funktioniert, eine mobile. Ich war so naiv, das muss man sich mal vorstellen. Ja? Ich habe also eine Küche gekauft, ohne dass ich die fahren konnte, ohne dass ich wusste, was das ist. Und habe mir nicht überlegt, woher kommt denn der Strom? Und ich dachte, ich gehe da einfach rein und mache klack, klack, klack und dann springt da alles an. Da war eine Gulaschkanone drin. Und dann habe ich dann gesagt, ach so, wie mache ich denn da jetzt den Strom an? Und dann hat er gesagt, nee, da ist hier ein Stromaggregat. Und dann hat er da sowas rausgeschoben an der Seite. Und wir standen da in Kreuzberg auf der Brücke beim Mehringdamm und hat das angeschmissen. In 5 Minuten war sogar damals in Kreuzberg am Mehringdamm die Polizei da wegen Lärmbelästigung. Da dachte ich, okay, scheiße. Und dann hat er gesagt, wie haben Sie denn das gemacht im Krieg? Sagt er, ja, Sie hatten eine Bataillon, dann wurde das rausgehoben, das wurde 100 Meter weg, das wurde eingebuddelt in einen Graben. Ganz klar, dass die DDR keinen Krieg gewonnen hätte, ja, mit dieser Sache.
das Schöne ist, wenn man so naiv ist, ja, und sich was im Schädel setzt und das dann einfach macht, dann muss man es ja irgendwie machen. Ja. Dann lässt man natürlich auch viele Federn, das muss man auch sagen. Und ich habe ja davon geträumt, mal ein paar Wochen zu kochen und dann wieder ein paar Wochen Pause zu haben. Dann koche ich mal wieder ein paar Wochen. Habe geträumt schon von Arabien und von China, habe mich da schon gesehen. Ja, auf großen Schifffahrten, wo mit meiner mobilen Küche, also völlig absurd. Und das Tolle war, ich kannte ja noch immer niemanden vom Film. Also gut, jetzt hatte ich also eine mobile Küche. Habe gedacht, so als ungelernte Köchin ist ja kein Problem, ein Filmteam zu bekochen. Kann den Wagen selber nicht fahren und brauchte aber jetzt dringend einen Auftrag. Und die Sache ist, ich bin zur Commerzbank damals gegangen. Die haben mir meinen allerersten Kredit des Lebens gegeben, 10.000 Mark. Das war für mich so unfassbar viel Geld, dieses Risiko, mich zu committen auf diese 10.000 Mark. Damals 14% Zinsen. Kann sich heute keiner mehr vorstellen. Und ich habe gesagt, ich brauche den für Privateinrichtung, weil ich mich nicht getraut habe zu sagen, ich will mich selbstständig machen. Ich dachte schon, die wird sagen, du hast sie ja nicht alle. Ja? Deswegen habe ich gesagt, nein, ich brauche die für neue Möbel. Und weil ich wirklich damals gedacht habe, wenn ich das irgendjemandem erzähle, seriös, die werden denken, ich habe sie nicht alle.